Freunde, das ist einer der schönsten Düfte in der ganzen Parfümszene. Ohne Scheiß, wirklich. Signature Purm von Zaharoff. Ich habe ihn schon 2019 ungefähr vorgestellt, 2018, seitdem gibt es diesen Duft, das ist auch schon ein bisschen her. Und vielen Dank erstmal an George für die jahrelange Freundschaft. Und ihr seht ja, das halte ich in meinen Ehren, ein sehr geiler Duft. Hier ist er nochmal und überhaupt seine Düfte, die sind wirklich nice. Coco Loco und wie sie alle heißen, checkt die mal aus. Aber heute geht es um den Signature Purm. Für mich wirklich ein Duft, der sich jede Viertelstunde in meiner Nase verändert. Wir gehen rein. Moin aus Hamburg. So, erstmal haben wir hier extrem viele Inhaltsstoffe. Bevor wir darauf eingehen, schauen wir uns erstmal nochmal den Flakon an. Der ist auch, ich hoffe, der Filter, sage ich schon, der Fokus nimmt das. Der ist auch ein bisschen anders als so viele andere. Das ist nämlich auch schon mal von Vorteil. Man kann ihn hier drehen und zumachen oder man kann ihn natürlich auch abziehen. So, und der Sprüher funktioniert wunderbar. Das ist ein 120 ml Flakon. So, und jetzt kommen wir zu diesem Duft. Der Duft, das was ich jetzt, es ist extrem viel da drin. Also man könnte schon fast alles aufzählen, was hier wirklich drin ist. So, und wenn ich euch aber jetzt so von mir aus mein Fazit oder das, was ich rieche, dann rieche ich erstmal was sehr leicht seifiges, frisches, Lavendel auf jeden Fall, das könnt ihr schon mal so, Lavendel, aber nicht dieses übliche Lavendel, also nicht einen richtigen Lavendelduft, davon redet keiner, nein, das ist es nicht. Man hat hier ein bisschen Barbershop, man hat eine Fruchtigkeit, wie gesagt, der Duft hat alles und ich rieche das in meiner Nase sofort und das ist das Schöne, was ich am Anfang des Videos erzählt habe, dass der definitiv jede Viertelstunde, dann riecht er mal nach Barbershop, dann riecht er nach schön frischen, geduschten Duft, dann riecht er ein bisschen fruchtig, dann riecht er ein bisschen schwerer, maskuliner, dann riecht er wieder, ja, sexy. Irgendwie hat es George geschafft, in diesem Duft das alles zu vereinen. Jetzt habe ich nachhinein gehört, gelesen, dass, sag ich mal, die nach 2022 kam, sag ich mal, laut der Beschreibung habe ich das so gelesen, gehört, dass sie ein bisschen anders angeblich riechen. Ich habe ihn nicht gerochen, weil das ist, wie gesagt, 2018 oder 2019, also der erste Batch. Und ich kann mir aber nicht vorstellen, dass da groß was verändert worden ist oder dass George was verändert, weil das hätte er auch mir gesagt. Fakt ist auf jeden Fall, dass der Batch, jeder Batch, du kannst auch über Jahre ja nicht denselben Batch genauso behalten. Das kann natürlich sein, aber so wie ich ihn hier kenne, natürlich ist er auch gereift, aber ich habe dieses Feeling auch schon von Anfang an gehabt. So, und das ist auch ein Lieblingsduft oder mit einer der Lieblingsdüfte von meiner Frau. Wie gesagt, ihr kennt das ja, Pipapo, die hat nicht so viele, das ist sehr schwierig bei ihr und es ist einfach ein Duft, erstmal für die ganze Jahreszeit und aber auch im Sommer. Obwohl er eine, sag ich mal, schon eine Fruchtigkeit hat, aber eben durch dieses Barbershop-Feeling, Lavendel, die Beerne, die da drin ist. Es ist so vieles da drin. Es ist sogar Weihrauch drin. Im Endeffekt ist das eigentlich Quatsch, euch erzählen, dass da Weihrauch drin ist, dass da vielleicht Vanille, dass da Lavendel, dass da Kardamom, dass da alles drin ist, Bergamotte. Das würde einen jetzt überfordern und dann fragt ihr, okay, das ist ja vielleicht too much, das soll riechen? Ja, genau das riecht richtig nice. So, ich habe euch ja schon in den letzten Wochen erzählt, das ist einfach auch Fakt, das habe ich auch von einem Parfümier und es ist einfach Fakt, dass in einem Duft, das was ihr zum Beispiel auf Parfumo seht, da sind manchmal noch 10 andere Inhaltsstoffe drin, über 10 mehr. Das ist so wie bei Roger Parfüm zum Beispiel, der hat noch mehr drin oder im Endeffekt fast genauso viel. Das Ding ist, es würde aber die meisten überfordern. So, und da draußen zum Beispiel die Leute, die in Parfümerien reingehen, die wissen so und so nicht, was da für ein Inhaltsstoff drin ist. Deswegen ist es eigentlich egal und dann geht es eigentlich nur um den Duft. Grundsätzlich ist es aber, der Lavendel ist schon schön da, dann kommt eine Fruchtigkeit, eine Frische durch die Beerne ist auch da drin. Nochmal, es ist so viel drin, Weihrauch merkt ihr auch, aber das ist kein Kirchenweihrauch, ne? Das ist alles zusammengefügt also richtig perfekt im Hintergrund, richtig
richtig stark nice. Da liegt die Betonung auf nice. Diesen Satz habe ich lange nicht gesagt, weil, ganz ehrlich, es gibt aktuell, wo ich sage, da liegt die Betonung auf nice, im Designerbereich oder im Nischenbereich gibt es dort nicht viele Düfte, wo ich das sage. So, vor allen Dingen nicht aktuell neue. So, und der ist jetzt auch nicht neu, aber, sag ich mal, immer noch für den deutschen Raum ist es einfach was anderes, was Neues und einfach nice. Vielleicht, wenn Leute sagen, der riecht aber anders, als ich beschreibe, kann das natürlich sein, dass der für den europäischen Markt vielleicht irgendein Teil rausgenommen worden ist. Wie gesagt, das habe ich nicht gefragt. Vielleicht sollte ich George das nochmal fragen. Aber im Endeffekt bleibt der Duft trotzdem so, wie er ist. Und es bleibt einfach ein einzigartiger Duft. Und so wie der Flakon zum Beispiel ist, es ist einzigartig. Ich wiederhole das, mache ich auch gerne 100 nochmal wiederholen. Es ist ein einzigartiger Duft. Habe ich das Wort jetzt genug gesagt? Es ist einfach so. Wollt ihr einen anderen Duft haben, wie sonst, das, was ihr üblicherweise riecht, dann holt euch diesen Duft. Oder überhaupt, sage ich mal, auch im Sommer, richtig Sommer, wenn ihr richtigen Sommer, den Coco Loco, hatte ich auch schon vorgestellt, schaut gerne mein Video, da ist eine schöne Clementine drin. Clementine war das, glaube ich, ne? Und einfach einer der schönsten Sommerdüfte. Und jetzt kommt auch der Punkt, viele Düfte sind einfach nicht so zu vergleichen mit anderen Düften. So, das seht ihr übrigens auch auf Parfumo, wenn der Balken ist kaum weiter als über die Mitte. Natürlich hat man manchmal so, ach ja, ne, das ist manchmal so, habe ich schon so gerochen, aber das Ding ist, George, seine Düfte verändern sich. Und das finde ich ja gut. Hier verändert sich wirklich jede Viertelstunde. Das ist absoluter Wahnsinn. Und ich weiß nicht, du gehst einfach spazieren, oh, ein schöner Barbershop-Duft. Dann gehst du wieder spazieren, so ein anschmiegsamer Lavendelduft, sportlicher Duft. Das ist genial. Und das macht ihn wirklich, sorry, das macht ihn einfach wunderbar. So, und wenn wir jetzt zur Haltbarkeit kommen, das ist ja für viele immer noch wichtig, oder ein Glück, ich wollte gerade sagen, leider, nein, das nehmen wir zurück, ein Glück geht das wirklich zurück und die Aufmerksamkeit ist jetzt den Düften wieder gewidmet. Vor ungefähr 2 Jahren war das ja überhaupt nicht mehr der Fall. Deswegen habe ich auch den Duft eine ganze Weile nicht vorgestellt, weil es hat keinen interessiert. Es ging nur um Haltbarkeit. Der Duft hätte auch was weiß ich wie riechen können. Es ging nur um Haltbarkeit. Ich finde das schön, dass das wieder zurückgeht. Klar, ein Duft sollte schon halten und das habt ihr hier. Wir hatten hier ungefähr 8-9 Stunden und auf den Klamotten länger. Nochmal, sprüht auch auf den Klamotten, das ist ein bisschen besser. Nochmal, ich werde das mit meiner Frau demnächst machen, dieses Video. Ich schieb das immer ein bisschen, weil meine Frau muss auch Zeit haben, sie soll dabei sein, bla bla bla, habe ich schon erzählt, warum. Und deswegen, ja. Aber er benutzt natürlich übrigens auch sehr schöne Rohstoffe und so weiter und so fort. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Die auf jeden Fall 8, 9, 10 Stunden für einen Endeffekt frischen Duft. Im Endeffekt ist das für mich schon ein sehr frischer oder ein frisch fruchtiger Duft. Das könnte man eigentlich so, wenn man jetzt so einen Titel dafür sucht, suchen. Und die Sillage ist auf jeden Fall auch gut. Das ist kein Beast Mode von der Sillage, das nicht. Das muss es aber auch nicht sein, weil es ist trotzdem ein sehr erotischer, sexier, sinnlicher und sportlicher Alltagsduft, so, der eben einfach anders riecht wie viele anderen oder eigentlich wie alle anderen anders riecht. So, die DNA habt ihr nicht, das ist sehr unique, sehr einzigartig und das macht ihn sehr, sehr gut. Und ich schwärme, sorry, ihr wisst das und ihr merkt das, ich schwärme seit, wie gesagt, 2019 von den Duft. Es hat sich nie geändert und es ist eine Qualität, in dem Fall wirklich, die bombastisch ist. Und das ist scheißegal, ob hier Werbung steht, bla bla bla. Wie gesagt, ich kenne George seit 2019 und es ist einfach, ich weiß, wie der da rangeht. So. Und ich weiß, wie sein Herz aufgeht und ich weiß, was für Arbeit vor allen Dingen in die Düfte steckt. So. Und er durch die Welt nur für Inhaltsstoffe und
bla 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 rennt. Das ist nicht einfach so. Und deswegen kommt was Gutes dabei raus, wie beim Signature Pour Homme oder Coco Loco und so weiter und so fort. Und deswegen müsst ihr oder solltet ihr das unbedingt auschecken. Sararoff und der Signature Pour Homme, das ist der OG, im Endeffekt der erste so, und die restlichen. Aber hier sagen wir mal ihn, ich zeige ihn hier nochmal hier, das ist schon sehr, sehr nice, ne? Die anderen auch, aber wenn ihr so ganz Jahresduft und Sommerduft, absolut nice. Aber ich werde demnächst natürlich nochmal einen anderen Duft euch vorstellen, einen neueren, und ja, seid schon mal gespannt. Aber das, einer der schönsten Düfte, die es überhaupt gibt, wirklich so. So, genug geschwärmt. Ich sprühe nochmal. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr den kennt, oder wenn ihr den irgendwann mal habt, schreibt dann in die Kommentare und dann bitte euer Fazit zu dem Duft. Und dann sagt mir bitte, dass ich gelogen habe. Das gibt's einfach nicht. Geiler Duft. Also Freunde, Grüße gehen an euch raus, an meine Mitglieder, und bis zum nächsten Mal.